Das ist der Wochenkalender Classic, unser Bestseller. Dieses Kalendarium ist für all diejenigen geeignet, die nur wenig Termine haben. Wer mehr Termine hat, dem sei der Wochenkalender Plus oder gar der Tageskalender empfohlen. Das Wochenkalendarium Classic besteht aus 2 Heften. Eines für das erste Halbjahr und eines für das zweite Halbjahr. In jedem Heft vorne finden Sie die Jahresübersicht des aktuellen Jahres und hinten die Jahresübersicht des folgenden Jahres. Ferien- und Feiertage finden Sie im Faltplaner, der jedem Wochen- oder Tageskalender beiliegt, oder auch im Monatsplaner. Ich gehe das Layout einmal kurz durch. Das Layout teilt sich in eine obere und eine untere Hälfte. Oben ist eine Terminleiste, hier trägt man Termine ein, und unten sind 2 Aufgabenfelder links und rechts. Hier finden Sie den aktuellen Monat in numerischer Form, hier finden Sie die Kalenderwoche, hier das Jahr und hier die Wochentage. Hier finden Sie die wichtigsten internationalen Feiertage und hier die Länderkürzel und die ausgeschriebenen Informationen dazu. Das Fähnchen hier oben ist für das erste Halbjahr grau und das zweite Halbjahr rot. Das hilft uns bei der Konfektionierung. Die Terminleiste lautet auf Stunde. Sie ergänzen die Minuten durch einen Doppelpunkt oder durch hochgestellte Zahlen. Dauert ein Termin länger, können Sie das mit einer Linie kennzeichnen. Die oberen beiden Leerzeilen können vielfältig genutzt werden. Zum Beispiel für Erinnerungen, also Geburtstage oder Jubiläen, für das Motto des Tages, für die Sporteinheit am Morgen, für frühe Termine oder für die 3 wichtigsten Aufgaben des Tages nach der 5x3-Methode. Die untere Leerzeile können Sie für ein Stichwort nutzen. Was war das Highlight des Tages? Was haben Sie gelernt? Hier unten befinden sich die Aufgaben, die Sie in der Woche erledigen wollen und die keinen fixen Termin haben. Die 3 Kästchen hier vorne sind für die Bewertung der Aufgabe gedacht. Dafür setzen Sie am besten Ihre eigenen Kurzzeichen ein. Und so könnten Sie die Spalten nutzen. Eine Spalte für die Wichtigkeit, A, B, C, eine Spalte für die Dauer der Aufgabe, 10, 15, 1 und 2, wobei 10 und 15 für mich Minuten sind, 1 und 2 ganze Stunden, und eine Spalte für die Art der Aufgabe. Zum Beispiel denken, reden, Kontrolle, schreiben, entscheiden, delegieren. Mehr dazu in meinem Buch Zeit optimal nutzen. Ich persönlich nutze die linke Seite für geschäftliche Aufgaben und die rechte Seite für die privaten Aufgaben. Das freie Feld über den Tageszahlen kann man auch gut für den Fokus der Woche nutzen. Auch hier gerne getrennt, links beruflich, rechts privat. Ein Wochenkalender hat immer den Vorteil, dass man die Woche im Überblick hat und den Nachteil, dass man nicht alle Informationen unterbringen kann. Aber Sie können mit Verweisen arbeiten. Versehen Sie Ihren Eintrag mit einem Stern und referenzieren Sie so auf eine Seite im Notizbuch oder auf eine Datei auf Ihrem Rechner. Im Notizbuch selbst arbeiten Sie dann mit dem Datum als Kennung. Ich selbst habe mir folgende Struktur angewöhnt. Ich schreibe das Datum und die Uhrzeit rechts oben in die Ecke, wähle eine Überschrift, fertig. Eine Besonderheit noch. Wenn Sie hier einen grauen Balken sehen, dann wissen Sie, dass Sie ab sofort das neue Kalenderheft nutzen können. Diese Woche ist dann auch im neuen Heft angelegt. Dieser Kalender ist so neutral, dass er viel Freiraum für Sie bietet. Für die 3 wichtigsten Aufgaben des Tages, für den Fokus der Woche, geschäftlich und privat, für die Highlights oder die Erkenntnisse des Tages oder für das Review der Woche. Er bietet Raum für Notizen, Fläche für kreative Impulse, Reflexionsfläche für Gedanken, Dokumentationsfläche für Erkenntnisse und kann auch als Trackerliste für Sport, Gewohnheiten oder Stimmungen dienen. Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie Ihre Termine und Aufgaben notieren. Denn es ist ja so, jeder Termin und jede Aufgabe kostet Zeit und Kraft. Tragen Sie nicht zu viel ein, fokussieren Sie auf die wichtigen Dinge. Der Wochenkalender gibt Ihnen guten Überblick über die Woche. Um den Überblick über das gesamte Jahr zu bekommen, gibt es den Monatsplaner und den gibt es in 2 verschiedenen Formen, als Faltplaner oder als Heft. Der Faltplaner liegt jedem Wochen- oder Tageskalender bei. Aber sehen Sie sich auch mal den Monatsplaner als Heft an. Es lohnt sich. Ein Wort zum Thema doppelte Eintragung. Viele meinen, es sei lästig, Eintragungen im papierenden Kalender doppelt machen zu müssen. Beispielsweise im Monatsplaner und dann nochmal im Wochenplaner oder im Wochenplaner und zusätzlich aber detaillierter auf den Notizseiten. Das sei elektronisch viel schneller zu lösen. Schneller ja, besser nein. Das Eintragen dauert nur 1 Minute, aber Sie können einmal kurz darüber nachdenken und innehalten. Wenn ich über einen Termin oder eine Aufgabe, die mich Stunden kostet, einmal intensiv nachdenke, dann spare ich viel Zeit dabei. Das doppelte Aufschreiben ist also für mich eine gute Investition.
Wie heißt es so schön? Nimm dir Zeit für deine Zeit.